Von daher, wir gehen mal rein in das Video von Teddy Baldessar und Kevin O'Leary. Die haben schon mehrere Videos zusammen gemacht über seine Uhrenkollektion und er ist halt einer der YouTuber aus Amerika, der größten, und da gucken wir uns mal rein. Guys, I mean, it's unbelievable. There's just so much here. It's like a candy store. If you choose anything I like, I'll just take it from you, Teddy. Those are the rules. Those are the rules. Teddy, would you like a nice shot? Alter, das ist mal ein Shop. Boah, Junge, Junge, das hier ist mal ein Laden. Wow! Vodka? Let's get this over with. Watch shopping with Kevin O'Leary in the largest watch shop in the US, New York City. Hi everyone, Teddy Baldessar here, back with Kevin. Kevin, good to see you. Great to be here, Teddy. Now first, we're gonna be shopping today, and we have a big shopping episode, 5 pieces each. But the really thing that makes this special is where we're at. Can you tell people where we are right now? This is the flagship store for Tourneau Bouquet. This is a remarkable... Bucherer, das ist der Flagship Store von Bucherer. Muss ich sagen, anscheinend, so wie es mir jetzt rüberkommt, liefen die letzten Jahre für Bucherer relativ gut. Oder okay. Also den größten Uhrenladen in Gesamtamerika aufzumachen, in New York, finde ich, zeigt, dass deren Zahlen die letzten Jahre gestimmt haben. Und die haben einen sehr gesunden Umsatz gemacht, würde ich sagen, ne? Place, maybe the largest watch store in the world, the most consolidation of brands anywhere. I was at the store opening. It was mind-blowing. This is a whole new concept. This is going into a residence, a very peaceful place where there's areas to lounge and sit. It's no longer that kind of someone's behind a case showing you a watch. You're part of an experience here. There's bars, you can get a coffee, a glass of... Guck mal, was wollt ihr lieber? Wollt ihr so einkaufen oder wollt ihr so einkaufen wie in dem Video eben? Hm? Digga, da kommt er. Ey, ey, was ist denn hier los? Sag mal, was geht denn hier? Was wollt ihr lieber? Wahrscheinlich so, ne? Ja, was ich Wine. It's an incredible experience. It really Normalerweise müsstest du Kevin O'Leary mal mitnehmen zu so einem, weißt du, in das reale Business. Das ist ja kein echtes Business. Das hier ist Film, das ist Show, ja. Das ist nicht echt. Eigentlich müsste man Kevin mal mitnehmen in das Reale, so handeln, wirklich wie es ist, ja. Du kriegst vermüllte Uhren, du musst Arbeit reinstecken, damit du wieder verkaufen kannst. Du kriegst abgerissene Armbänder, du kriegst zerrissene Papiere, sowas. Is a place where you can hang out for hours shopping luxury and some of the greatest watches you've ever seen. Well, we're gonna be shopping today. So what we're gonna do, me versus you, Yep. 5 pieces each, who can build the better collection? Well, we already know. I mean, No, we don't know anything. We don't know anything yet. Teddy, you're a grasshopper. I'm gonna show you how to do this. Watch this, guys. All right, so this is how this is gonna work. To add some drama to it, we have a coin in front. Yes, There's 2 options. Right. So, Nihil Baxter, lieber online bei Marc, da hat man Ruhe und weniger Kopfschmerzen. Baxter, you are a grasshopper, sage ich da nur. Go to work. Sehr, sehr krasse Uhr, hatte ich auch schon mal. The interesting thing is some of these brands are really old. Zum Beispiel hier die Vacheron würde ich jetzt niemals kaufen, würde mir aber gefallen. Ich glaube, es ist die Heritage. Heißt die Heritage? Ich glaube schon. In North American market. Yes. Some of them are new. Skip mal zum Ende, da zeigen die normalerweise die Uhren. Alter, immer Genius. Ey, wer hat das gerade geschrieben? Saal Ruhl. Emma, du bist ja der Man. Ich kann mir das nicht geben die ganze Zeit. Du bist super, Emma. Jetzt bist du super. Los geht's. in front of us. Yeah. We'll give you the final opportunity to decide Yes, if you want to indeed. swap. Yes, indeed. Maybe Kevin is not as I don't know, thoughtful as we thought. Maybe he's actually planning something insidious here. Could be. And I don't know. We'll see. Let's get him out in front and see what happens. Remember, I know what Teddy selected, and if there's anything I like, I'll just take it. That's what's going to happen, and that's the right way to do it. The grasshopper is learning. That's what's happening here. Mein Gott, Alter. Direkt so ausrasten. So. Stell dir mal vor, er würde Grasshopper zu Tracks NYC sagen. Alter, bitte, stellt euch mal bitte gerade für eine Sekunde vor, dieses Video, anstelle von Teddy, wäre halt der von Tracks NYC da. Oh mein Gott! Das wäre ein krasses Video. Das wäre direkt Backpfeife. Who you calling Grasshopper? The master of the grasshopper. That's how I look at it. All right. Let's get this over with. All right, guys, so we have our watches in front of us. So let's do a quick walkthrough what I have. I have a CQ, Pano Dates. I have a Rolex GMT Master, Brigade Tradition. Das habe ich immer mal gesehen. Die sieht so industriell aus.
Ich sag euch eine Sache, ich persönlich mag Breguet. Ich sag jetzt mal Real Talk, ich würde eher eine Breguet kaufen, für mich selber jetzt. Ne? Ich habe keinen zum Verkaufen, so, anstelle eine Daytona. Für mich selber jetzt, einfach so zum Enjoyment, ne? Weil, Alter, zieht euch mal die Zeige rein. Alter, wunderschön. Breitling B09, and then I have a Reverso Duo Face. Cool. To round out my collection. Oh, cool. Coole Uhren. Remember what I said at the beginning of this shopathon? We call it a shopathon because you'll never get a store like this anywhere in the world. So we were really able to look at everything. I said agnostic to price. That means I don't care what the price is. I don't care what the brand is. I care about the dial. So when we go through these dials, this Breguet, sehr krasse Uhr. Sehr, sehr krasse Uhr. Das ist eine 10-Hertz-Uhr. Das heißt, die Unruhe hier schwingt sehr, sehr schnell. Darum seht ihr hier oben auch diesen Zeiger. Dieser Zeiger hier zählt 1 Sekunde. Achtet mal darauf. Immer 1 Sekunde, 1 Sekunde, 1 Sekunde. Das ist eine unglaubliche Technik. Wir hatten die Uhr damals auch. Unverkäuflich, obviously. Niemand kauft diese Uhr. Aber es ist wirklich, wirklich bahnbrechende Technik. This is a spectacular dial. Das ist jetzt Slow-Mo. Das geht wirklich. 1, 1, 1. One choice, and it was beautiful. Now, it was we have it wound up now too, so you can see the 10 hertz great movement technology, but I didn't care. I said, give me a dial that really is going to speak to me, and this one did. Beautiful. It was beautiful. And then next, ich glaube, Liste kostet die 45.000 Euro. Wir haben sie damals für 22.000 Euro verkauft. Went to IWC, this incredible ruby red dial. The dial just spoke to me, Teddy. I mean, I went by the case the first time. I said, what's that? And then boom. It's a big watch, it's a big dial, but it really makes a statement. Von IWC muss ich sagen, nach wie vor die Petronas, diese Tiffany Fliegeruhr ist die beste. It's going to be spectacular. And then, a Hamilton. Hamilton. Oh, nicht schlecht. Würde ich nicht kaufen, aber sieht optisch nicht schlecht aus. You know, this watch company is doing some crazy stuff at very, very affordable prices. I mean, this is under $1,000. $825 for that watch. It's beautiful. It's absolutely beautiful. Stunning. And then, of course, I went vintage. Now, Teddy, you're not going to see many of these in the world. You're not. 1655, Explorer 2, original Explorer 2 reference. I mean, that is class. You know, today there's a lot of things going on with Rolex in terms of even jewelry. Even if you think about the rainbow, I have the Tiger, all of the blinged out watches, and they're very, very popular. But this is classic Rolex. Yes. And I think on a wrist is really going to make a statement about the fact that you understand and respect this brand. So it's another one of my choices. And then, of course, this Tudor. I mean, Tudor Black Bay 36, blue. Yeah, blue. I mean, another dial. And remember, I said I want to pay homage to a smaller 36. I mean, this is a smaller dial, which is very, very popular for men right now. So that. Now the question is, yes. Are you comfortable with your collection? Well, or would you like to Teddy, swap? you know. Also ich muss sagen, Teddy hat schon eine brutale Auswahl getroffen. Die Glashütte sieht, muss ich sagen, auch nice aus. Wäre jetzt uninteressant für mich. Jäger finde ich für mich persönlich super. Und halt, das ist die beste Uhr, ne? Wisst ihr sowieso. I think I won still. Are you kidding? This is such a fantastic... Bei seiner Kollektion, muss ich sagen, ist die Breguet wahrscheinlich meine Nummer 1. Breitling, das Ziffernblatt so minty, finde ich, sieht komisch aus, aber hat auch was. Also hier finde ich die Breguet am coolsten. Selection of watches. Look, I'm humble about it, Teddy, but, you know, I'm humble about it. It's okay. Thank you very much. I really appreciate it, everybody. That's great. I want to really contrast this because I also am wearing something here that I also got in the last 48 hours. I've been waiting 2 years for this piece, or maybe a year and a half. This is a heritage piece that's been remade, 99 of them made. Not an inexpensive watch. That's great. But my point is, you can love that, but you can also love this. And you can afford this. I never want to see people start collecting watches they can't afford. Look at that. This... Totally different galaxies in terms of price. Different galaxy, but my point is, I want you to start, and I think you can start with something amazing like this. This Hamilton's absolutely gorgeous. Now, the point to make about this when you're buying a watch, number one, you've got to keep all the paperwork. Doesn't matter what the price is. You've got the warranty cards, you want to keep it with the box, you have the original invoice, you want to keep that with the box, for insurance, for example, all of the instructions. This is the original box, it's all going to go back, the original band's going to go in that box, and I'm going to store this. Why am Guck mal, Lieferumfang, worüber er spricht, ist sehr wichtig. Falls ihr einer der Glücklichen wart und die Frank Müller bekommen habt, dann werdet ihr auch sehen bei der Garantie und so weiter, wir haben überall kleine Sachen untergebracht, die man nicht reproduzieren kann. Solche Uhren erzählen Geschichte, auch genauso wie die Hoffmann.
Ihr werdet also natürlich, in den YouTube-Kommentaren wurde auch so gesagt, kann man die mit Profit verkaufen? Ja, Marc steht am Anfang seiner Karriere, vielleicht wird er nochmal größer. Ja, vielleicht. Vielleicht werde ich auch morgen überfahren. Weißt du nicht. Aber am Ende, es erzählt eine Geschichte. Seid euch sicher, dass wenn wir die Uhr rausbringen, auch im Lieferumfang, da wird immer etwas Besonderes sein. Und solche Dinge werden uns alle überdauern. Also gerade jetzt das Thema der mechanischen Uhren und so weiter. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch das nächste Louis Vuitton. Stell dir das mal vor. Einfach so ein Laden, so. Nur steht Marc Gebauer. Marc, hast du neben deinem Business ein sportliches Hobby oder nur Uhren for Life? Also ich bin ja Hobbyjuwelier, also professionell mache ich ja das Business hier nicht. Das dürfte allen ja eigentlich bekannt sein. Und darüber hinaus sportliche Betätigung würde ich aktuell den Marathon nennen. Der beginnt bei mir morgens und hört dann abends auf, wenn ich hier durchs Haus laufe und die Mitarbeiter im Haus suche. Das ist meine sportliche Aktivität.